Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge der Präparationsserie und heute haben wir den ersten Bockkäfer dieser Staffel vor uns und ja, ein sehr bekannter, würde ich mal behaupten, und ja, auch eine der coolsten Arten, wie ich finde, ist meiner Lieblingsunterfamilie der Lamiinae, also die mit dem flachen Gesicht, sag ich mal. Das ist ein Männchen von Acrocynus longimanus. Longimanus, lange Hand bzw. langer Arm. Ihr seht direkt warum. Diese Vorderbeine sind einfach gewaltig. Ja? Also damit kann man fast ein ganzes DIN A4-Blatt einmal so quer ausspannen. Das ist echt extrem. Das hier ist ein Männchen. Bei dieser Art gibt es nämlich einen starken Sexualdimorphismus. Nur die Männchen haben diese extrem verlängerten Vorderbeine. Die Weibchen haben auch verlängerte Vorderbeine. Ein Weibchen kann ich euch hier zeigen. Ein ganz altes aus meiner Sammlung. Mit eins meiner ersten Präparate tatsächlich. Ja, und da seht ihr, die haben zwar auch verlängerte Vorderbeine im Gegensatz zu anderen Käfern, sag ich mal, aber bei weitem nicht so extrem lang wie bei den Männchen. Von der Körpergröße her können die relativ ähnlich groß werden. Die Männchen sind dann oft doch noch deutlich größer, also beziehungsweise können eine größere Maximalgröße erreichen, aber es gibt auch größere Weibchen als dieses hier, die schon ähnliche Proportionen zu Männchen erreichen können. Aber die Männchen haben eben deutlich längere Vorderbeine und auch Antennen. Und innerhalb der Männchen gibt es dann auch nochmal Größenunterschiede, wie vielleicht ein bisschen analog zu den Major- und Minor-Männchen bei den Lucanidae. Allerdings nicht ganz so krass, dass es da so ganz verschiedene Formen gibt, aber die Länge der Beine und Antennen korreliert auch mit der Länge der Elytren. Ja, die Elytren sind hier sehr, sehr spannend gefärbt, ein sehr psychedelisches Muster. Sieht so ein bisschen aus wie Flammen, finde ich. Hat echt mega coole Optik. Und diese Färbung kann von den Populationen variieren. Da gibt es Populationen, die sind dann deutlich dunkler rot gefärbt als diese Exemplare jetzt hier. Die sind relativ blass orange. Da gibt es aber auch stark rot, also deutlich dunkler rot gefärbte Populationen. Die Art ist sehr weit in Südamerika verbreitet, von Mexiko bis in den Süden Argentiniens, also ein sehr, sehr weites Verbreitungsgebiet. Es gibt aber keine beschriebenen Unterarten. Ja? Es gibt halt verschiedene Farbintensitäten, aber keine verschiedenen Unterarten. Ja, sie leben in tropischem Regenwald und die Weibchen legen die Eier an frisch abgestorbene Bäume, also entweder gerade frisch gefällt oder umgestürzt und dort eben auf die schattenseitig gelegenen Stellen, die zum Boden hin zeigen, also da, wo es immer feucht und dunkel ist, wo es nicht irgendwie eine Gefahr gibt, dass da was austrocknet, da legen sie ihre Eier hin, nagen dafür in die Rinde Löcher und legen dann in jedes einzelne dieser Löcher ein einzelnes Ei und verschließen das dann wieder mit Sägemehl. Und währenddessen werden sie dann vom Männchen bewacht, der bleibt quasi die ganze Zeit über ihr positioniert und schützt sie so vor Fressfeinden und auch macht er das, um andere Männchen abzuwehren. Und damit er sich überhaupt paaren darf, falls mehrere Männchen am gleichen Baum sind, auf dem das Weibchen aufkreuzt, dann kommt es entweder erstmal zu Drohgebärden. Ich mache das Weibchen nochmal gerade auf Seite. Ja, sie kommen sich näher und fangen dann an, so zu wippen, mit den Antennen nach vorne. So in etwa, sag ich mal. Und wenn das kleinere Männchen dann nicht schon von selbst die Flucht ergreift, dann fangen sie an auch zu kämpfen. Und zwar gehen sie dann mit so geöffneten Vorderbeinen aufeinander zu und geben sich quasi gegenseitig Kopfnüsse, beißen sich eventuell auch noch in die Beine und in die Antennen. Und das Hauptziel ist dann, mit diesen gebogenen Enden hier der Tibien unter das Pronotum des anderen zu gelangen, also sich so einzuhaken und ihn dann umzuwerfen bzw. vom Baum runterzuwerfen. Ja, das kann teilweise bis eine halbe Stunde dauern, so ein Kampf. Ja, und der Sieger
erhält dann eben das Anrecht auf die Paarung. Die Bäume, die das Brutholz liefern, stammen aus den Familien der Moraceae und Apocynaceae. Ficus ist hier unter anderem zu nennen, also auch Feigen werden hier von dieser Art befallen. Aber wie gesagt, nur frisch abgestorbenes Holz. Auch an lebenden Bäumen, an denen aber einige Teile schon abgestorben sind, da werden auch Eier abgelegt. Was auch interessant war, was ich herausgefunden habe, ist, dass die Käfer, die ausschlüpfen, wohl nie am eigenen Nestbaum wieder Eier ablegen, sondern immer neue Bäume dazu aufsuchen. Die Entwicklung soll zwischen 4 und 12 Monaten dauern und ja, die Hauptsaison ist zur Regenzeit, zu Beginn der Regenzeit. Sie sind aber trotzdem ganzjährig zu finden. Dieses Exemplar hier wurde jetzt im September 2015 in Satipo in Peru gesammelt. Das Weibchen, was ihr eben gesehen habt, ich setze es nochmal dazu, hier das Weibchen, stammt ebenfalls aus Peru. Und sie werden, wenn er hier trocken ist, denke ich, auch eine ähnliche Färbung aufweisen. Der wird wahrscheinlich noch was heller werden. Er ist jetzt noch aufgeweicht und noch nass, sag ich mal. Deswegen noch ein bisschen dunkler. Ja, und ich werde jetzt mal schauen, wie ich das Kerlchen hier dann präpariere. Weil es wäre natürlich sehr imposant, ihn irgendwie so zu positionieren, aber das würde einfach viel zu viel Platz im Kasten wegnehmen. Dann müssen wir einen Kompromiss machen. Ich will ihn jetzt auch nicht so ganz nah aneinander, eng aneinander machen, die Beine. Soll schon ein bisschen imposant aussehen, deswegen müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden, dass es dann vielleicht so wird oder so. Ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich bin sehr gespannt und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Bevor wir loslegen, messen wir den Gesellen hier jetzt noch. 80 mm können sie knapp als Maximalgröße erreichen. Die wird er nicht ganz haben, aber ist auch schon ein etwas größeres Männchen, sag ich mal. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, hat doch 76 mm. Das ist schon nicht schlecht. Fast 77. Können auch mal aus Spaß einfach mal so ein Bein messen, wie lang so ein Bein ist. Mit Tarsus, ja, bei knapp 15 cm, so ein Bein. Das ist schon echt krass. Gut, okay, dann würde ich sagen, legen wir dann jetzt wirklich los.
Okay, ja, das war eine richtige Herausforderung, aber ja, das habe ich auch erwartet. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch nicht 100% symmetrisch sein. Das ist einfach echt sehr, sehr schwierig hinzubekommen bei ja, so großen Abständen, die die Gliedmaßen halt zueinander haben. Da sieht man dann halt auch ja, jedes kleinste bisschen, was irgendwie auseinander geht. Deswegen, ja, gerade bei den Vorderbeinen ist es echt schwierig, das vernünftig symmetrisch hinzubekommen. Ja, ich würde sagen, wir lassen es aber jetzt erstmal so trocknen. Eventuell können wir dann beim Abnadeln nochmal was korrigieren. Okay, bis dann. Ja, okay, wir haben dem Käfer jetzt ein paar Tage zum Trocknen gegeben und sollten jetzt auch abnadeln können. Und dann bin ich mal gespannt, wie es geworden ist. Ja, also eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich hatte befürchtet, dass es schlimmer wird. Ja, hier das Bein ist jetzt nicht ganz so gut geworden. Dafür bin ich mit den langen Armen auf jeden Fall relativ zufrieden. Ist nicht 100% symmetrisch, aber ja, hat dann doch ganz gut geklappt. Wir können das Weibchen jetzt noch daneben stecken, damit wir nochmal den direkten Vergleich haben. Ja, passt gar nicht mit aufs Bild. Mist. Vielleicht hier, wenn ich so hinstecke. Ja, okay. Ja, also ist nochmal deutlich krasser mit den langen Armen bei den Männchen. Ja, ich glaube, ich habe auch alles schon erzählt, was ich euch über diese Art erzählen kann in der Vorbesprechung. Deswegen, ja, bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr so einen Käfer hier auch in der Sammlung habt. Ich würde sie auf jeden Fall gerne auch mal live erleben. Sie können wohl auch fliegen und da würde mich mal interessieren, wie die ihre Arme denn beim Fliegen positionieren. Ob die an den Körper anlegen oder doch ausgestreckt sind. Das habe ich halt nicht finden können. Ich habe nur gelesen, dass sie fliegen können. Vielleicht fliegen auch nur die Weibchen zu den neuen Brutbäumen und die Männchen bleiben an ihren ja, Geburtsstätten und ja, paaren sich dann eben mit neu eintreffenden Weibchen. Das weiß ich alles nicht genau, könnte aber sein. Gut, vergesst nicht zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.